Wir sind hier in einem Wolfsgebiet auf einer Pferdeweide und bauen jetzt hier einen wolfsabweisenden Zaun für Pferde. Wir beginnen, wie im Hintergrund zu sehen ist, mit den Eckpfählen. Hier ist jetzt ein Eckpfahl gerammt, der ist 1,20 im Boden. Die Pfähle sind geschälte und geschliffene Robinie und guckt 1,50 aus dem Boden, weil der Zaun selber 1,40 hoch wird. An den Torpfahl werden die Zugisolatoren angeknotet in den Höhen vom Boden 20, 40, 60, 80, 110, 140 cm. Jetzt wird der Draht vorbereitet, um in den Zugisolator einzuknoten und später die Feder einzustricken. So, jetzt ist der Draht am Zugisolator befestigt und jetzt wird die Feder, die Temperaturausgleichsfeder eingestrickt. Die hält je nach Temperaturschwankungen den Draht stramm. Wir sind hier an der Ecke und da wird ein Eckisolator eingeknotet. Auch wieder mit Draht und Pfahl. Das ist der erste Draht. Den spannen wir, um die Flucht für die Streckenpfähle zu haben, damit die schön gerade in einer Linie stehen. So, und jetzt müssen wir ein Stück von der Kunststoffummantelung rausschneiden, um den rotierenden Spanner da einzufügen. Mit dem rotierenden Spanner wird dann der Draht gespannt, zusammen mit der Temperaturausgleichsfeder. Und an diesem Draht werden dann die Streckenpfähle gerammt, dass man eine schöne gerade Flucht hat. Und das sind die Streckenpfähle, das sind Halbpfähle gespalten, 2 Meter lang, die kommen nur ein Stückchen in den Boden und halten quasi ja die Drähte nur auf den entsprechenden Höhen. Genau, also wir haben jetzt hier einen 6-reihigen Pferdezaun mit Pferdezaundraht. Das ist ein weiches Material durch die Kunststoffummantelung. Durch die Kohlefasern, das sind die schwarzen Streifen, sehr leitfähig, weil da innen drin der Draht ist. Und man kann sich hieran nicht verletzen. Einmal, weil es flexibel ist durch die Federn. Man kann auch nicht hängen bleiben als Pferd. Sehr verletzungsarm. Das Wichtige als wolfsabweisender Schutz sind die 20 cm vom Boden. Der Untergrabeschutz, weil der Wolf idealerweise hier mit der feuchten Schnauze ein Gewicht kriegt. Und das merkt er sich. Das ist dann so eine psychologische Hemmschwelle. Wildschweine bleiben auch draußen und andere Wildtiere springen durch, kriegen damit auch kein Gewicht. Es gibt Empfehlungen, die sagen, der unterste elektrische Leiter oder die untersten beiden sollen außen angebracht werden. Kann man machen. Muss man dann allerdings natürlich, um den Bewuchs frei zu halten, eine breitere Zauntrasse oder eine breitere Trasse mähen. Das ist das Schöne an diesem Zaun. Hier muss man wirklich nur unter dem untersten Draht den Bewuchs fernhalten. Gerne vernachlässigt sind die Weidetore. Nachdem das Tor eingebaut ist, haben wir jetzt hier oben gegenüber Klettern und unten gegen Untergraben ein Elektrifizierungsset verbaut. Das Herzstück für einen wolfsabweisenden Elektrozaun ist das Weidezaungerät, hier mit Solarpanel, das die Batterie lädt, und einem fachgerecht verbauten Erdungssystem. Es sollten mindestens 3 Erdstäbe sein, à 2 Meter, die mit Kabeln verschraubt miteinander verbunden sind und idealerweise im feuchten Bereich einer Weide verbaut sind. Wichtig ist, damit die Komponenten auch alle zueinander passen, eine professionelle Beratung, damit man wirklich auch die Pfähle richtig gerammt hat, das richtige Werkzeug hat und so weiter. Und dann kann so ein Zaun wirklich auch eine Lebensdauer von 20 Jahren oder mehr haben.